In den Kaufberatungen, die ich durchführe, suche ich für sehr viele Leute Boote, mit denen man um die Welt segeln kann. Und auf einige dieser Boote nehme ich euch mit in diesen YouTube-Videos oder eben auch auf Instagram in kürzeren Reels. Und da kommt oft die Frage auf, gibt es denn nicht gute, vernünftige Boote, also mit einer guten Kielform, ohne Kielbolzen und so weiter, die etwas jünger sind als diese Boote, die ich typischerweise zeige? Und die Antwort ist, na klar gibt es das. Es gibt es nicht mehr so häufig auf dem Markt, aber wir stehen hier gerade auf einem Boot, was auch heute noch so gebaut wird. Es ist ein gemäßigter Langkieler ohne Kielbolzen, sehr solide gebaut und dieses Boot zeige ich euch heute. Und es handelt sich um eine Rustler 42. Die Rustler 42 ist ein gemäßigter Langkieler ohne Kielbolzen. Und dieses Boot ist wirklich gemacht dafür, dass ein Pärchen damit um die Welt segelt mit gelegentlichen Gästen. Das Boot ist also nicht darauf ausgelegt, dass man hunderte von Leuten unterbringen kann, sondern es ist wirklich gemacht für 2 Leute mit etwas Besuch ab und an. Die Rustler-Yachten sind extrem solide und hochwertig gebaut. Das seht ihr schon, wenn ihr euch hier die Holzarbeiten im Schiff anguckt. Das Boot hier ist in europäischer Eiche gehalten, was natürlich auch sehr nachhaltig ist. Man kann sich aber im Grunde jede Art von Holz wünschen. Die Werft geht auf individuelle Wünsche ein, auch was, sage ich mal, Details im Schiff angeht. Zum Beispiel hat sich der Eigner dieser Yacht hier keinen Handlauf gewünscht, weil er ein bisschen ein offeneres Raumgefühl haben wollte. Also auf solche Wünsche geht die Werft durchaus ein. Findet heutzutage überhaupt noch mal eine Werft, die hier solche Schrauben mit Holzproppen noch abdeckt im Innenraum? Ja, das machen selbst die teuren schwedischen Werften heutzutage nicht mehr. Wie gesagt, diese Schiffe sind gemacht fürs Segeln und nicht im Hafen rumsitzen. Deshalb kommen auch alle Boote automatisch mit Lehsegeln, damit man eben auch im Salon bequem schlafen kann auf See. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist das Konzept der Rustler Werft eben nicht, 100 Leute an Bord unterzubringen, sondern für ein Pärchen es bequem zu gestalten. Deshalb war auch die Designentscheidung der Werft, diesen Tisch hier nicht absenkbar zu machen, sondern einfach 2 normale Seekojen zu haben im Salon und eben kein Doppelbett. Nebst der Achterkabine gibt es außerdem eine Hundekoje, wo man ebenfalls auf See bequem schlafen kann und schön nah am Niedergang ist, damit man eben auch bei der Nachtwache schnell hoch und runter gehen kann. Außerdem hat die Rustler 42 einen vernünftigen Kartentisch, wo man natürlich nicht nur mit Papierkarten sitzen kann, sondern ihn vielleicht auch als Homeoffice-Ort nutzen kann, um mit dem Laptop oder sogar mit einem großen Bildschirm hier zu sitzen. Wie es sich für eine vernünftige Fahrtenjacht gehört, sind bei der Rustler 42 die Tanks, also Wasser- und Dieseltank, nicht etwa hier unter den Sitzgruppen oder unter den Kojen, sondern unten im Kiel. Das ist dadurch möglich, dass der Kiel eben anlaminiert ist und man dadurch den Platz da drin nutzen kann. In diese tiefe Bilge kann man also die Tanks setzen. Das bedeutet auch, dass man das ganze Gewicht schön weit unten und in der Mitte vom Schiff hat. Und das macht natürlich die Seebewegungen sehr viel besser. Apropos Gewichtsverteilung. Hier, wo ich jetzt sitze, befindet sich der Motor. Man kann dieses Schränkchen hier wegnehmen und die Platte und dann kommt man von oben sehr gut an den Motor. Außerdem gibt es von vorne ein kleines Guckloch für den Impeller und man kann die Steuerbordwand auch noch wegnehmen, um an den Ölpeilstab ranzukommen. Und die Lage dieses Motors mittschiffs ist natürlich für die Gewichtsverteilung im Boot sehr gut und daher auch ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Der Motorraum ist außerdem so gut isoliert, dass man den Motor aus dem Cockpit kaum hört und natürlich dadurch auch in der Achterkabine viel besser schlafen kann, wenn der Motor läuft. Apropos Achterkabine. Die Achterkabine ist nicht riesig, denn es ist die Gästekabine. Die Eigner schlafen im Vorschiff. Aber sie ist durchaus groß genug für 2 Leute und es gibt auch wirklich genug Stauraum für die Gäste, für ihr ganzes Gepäck oder eben auch fürs eigene Gepäck. Und nun befinden wir uns in der Eigner-Kabine im Vorschiff. Es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass man dort vorne den Stauraum reduziert, das Bett weiter nach vorne nimmt und dann hier auf der Seite noch ein zweites Badezimmer reintut. Dieses Schiff hier hat nur eine Nasszelle, aber die Eigner-Kabine ist dadurch natürlich schön groß und man hat weiter vorne eben auch noch einen Stauraum. Genau wie in der Achterkabine auch, gibt es in der Eigner-Kabine im Vorschiff ganz viele Schaps und Schränke und extrem viel Stauraum.
Die Pantry ist sehr groß und befindet sich direkt beim Niedergang. Und sie hat ein paar tolle Sachen, die ich mag. Zum Beispiel eine Spüle, die nicht an der Außenwand ist, sondern eben ins Schiffinnere gerichtet, sodass, wenn man Krängung hat, die Spüle nicht voll läuft mit Wasser und man nicht immer das Seeventil zumachen muss. Außerdem hat sie einen großen Kühlschrank und einen dreiflammigen Herd und zusätzlich noch Schnibbelfläche, die ja auf sehr vielen Booten auch fehlt. So, und der letzte Raum im Schiff ist die Nasszelle. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Nasszelle sich direkt beim Niedergang befindet. Denn wenn man zur Seekrankheit tendiert, dann ist es immer ganz schön, wenn man auf See nicht den Niedergang runter muss und dann Richtung Vorschiff, dann erstmal das ganze Ölzeug runter, dann auf Toilette gehen und alles wieder anziehen und hoch, sondern hier geht man einfach die Treppe runter, einmal Jacke aus, kurz pischern und Treppe wieder rauf, ohne dass einem schlecht wird. Also eigentlich war die Nasszelle gar nicht der letzte Raum, sondern dieser Raum hinter mir hier. Und zwar ist das eine Bugs-Kiste, die nur über das Badezimmer zugänglich ist und nicht von oben. Dadurch ist die Bugs-Kiste natürlich sehr wassergeschützt und man kann dort auch Sachen unterbringen, die vielleicht ein bisschen wertvoller sind, wie, ich sag mal, einen elektrischen Außenborder oder so, wo man sonst vielleicht Angst hätte, dass die jemand aus der Bugs-Kiste mopsen könnte. Sehr wichtig bei einer Fahrtenjacht ist ja die Sicherheit. Das heißt, wie kann ich mich zum Beispiel auf See, auf dem Schiff gut bewegen, wenn das Schiff sehr viel Krängung hat oder am Rollen ist. Und deshalb achte ich bei Besichtigungen auch immer darauf, hat ein Boot genug Haltegriffe? Und bei dieser Rustler 42 ist die Antwort auf jeden Fall ja. Ich zeige euch das mal. Also wenn man vom Niedergang kommt, hat man hier direkt einen Griff, man kann sich da gut festhalten, man hat hier einen Griff, man hat da Griffe, man kann sich hier oben festhalten, das ist richtig massiv und so kann man sich also wirklich von A nach B hangeln und kommt durchs ganze Schiff sicher, ohne dass man irgendwo loslassen muss. Weiter geht es außen. Wie ihr sehen könnt, kein pflegeintensives Teakdeck, an dem man sich die Füße verbrennt. Zum klassischen Look tragen nur ein paar Holzelemente bei. Die Rustler 42 hat übrigens noch größere und kleinere Geschwister und auch eine Decksalonjacht kann man bestellen. Mehrere Attribute machen die Yacht zu einer vernünftigen Blauwasserjacht. Die Rustler 42 hat ein schönes, geschütztes, großes Cockpit mit einem hohen Süllrand, sodass man sich auch auf See sehr sicher fühlt. Normalerweise hat die Rustler 42 einen Traveler durchs Cockpit, was ich natürlich nicht so toll finde, denn er blockiert hier auch sehr viel. Der Eigner von diesem Schiff hat sich aber für einen Traveler vor der Sprayhood entschieden und dadurch ist das Cockpit natürlich auch sehr schön aufgeräumt. Nebst der Bugs-Kiste, die ich euch von unten schon gezeigt habe, gibt es außerdem hier am Heck noch zwei Bugs-Kisten, die so groß sind, dass da auch ein Dinghy reinpasst. Außerdem haben wir hier die Aufnahme für eine Notpinne und die Lösung, die die Werft geschaffen hat, ist auch wirklich schlau gemacht und zwar eine Notpinne, die dann umgelenkt werden kann auf Rollen, dass man sie über die Winschen fahren kann. Ein wichtiges Sicherheitsfeature ist, dass selbstverständlich alle Leinen ins Cockpit umgelenkt sind und das ist natürlich auch auf dieser Rustler 42 so. Zu einer richtigen Blauwasserjacht gehört für mich auch eine Kuttertakelung dazu. Und diese Rustler hat natürlich eine Kuttertakelung. Der Vorteil von einer Kuttertakelung ist, dass ich nicht ein großes Vorsegel habe, sondern mehrere kleine. Und ich kann je nach Windbedingungen dann entweder eins der beiden Vorsegel fahren oder beide. Das heißt, bei wenig Wind würde ich sowohl die Genua als auch die Fock fahren. Wenn dann etwas mehr Wind ist, dann rolle ich die Fock weg, fahre nur noch die Genua. Wenn dann noch mehr Wind kommt, dann rolle ich die Genua weg und fahre nur noch die Fock. An diesem Boot ist speziell, dass wir einen Carbonmast haben und dass außerdem alle Segel elektrisch bedient werden. Der Eigner dieses Schiffs wollte das so, das heißt, beide Vorsegelrollanlagen sind elektrisch und alle Winschen bis auf eine im Cockpit sind ebenfalls elektrisch. Man muss das aber nicht so haben. Ein Boot dieser Größe mit einer Kuttertakelung kann man wunderbar ohne elektrische Winschen bedienen. Sehr viele, besonders amerikanische Blauwasserjachten haben auch vorne die Möglichkeit, 2 Anker zu fahren. Und diese Rustler 42 hat das ebenfalls. Es ist zwar gerade nur ein Anker montiert, aber man hätte die Möglichkeit, noch einen zweiten zu montieren. Und dann kann man natürlich 2 Anker wunderbar in einem V ausbringen. Und das ist eine Situation, in die man relativ häufig gerät, wenn man als Blauwassersegler sehr viel vor Anker liegt.
Auf einer Blauwasserreise, insbesondere in die Tropen, ist natürlich Belüftung in einem Schiff sehr wichtig. Und deshalb finde ich auch 2 Durale-Lüfter hier an Bord sehr wichtig und sinnvoll zu haben. Sehr schön finde ich auch die klassische Rumpfform. Das ist natürlich die Frage, ob einem das optisch gefällt oder nicht. Aber es hat sehr große Vorteile. Und zwar meine ich nicht nur das Unterwasserschiff, nämlich den gemäßigten Langkieler, sondern ich meine zum Beispiel auch den abgeschrägten Vorsteven, bei dem man sich viel besser vorstellen kann, wie der sanft in die Welle eintaucht und eben nicht so aufs Wasser knallt, wie viele moderne Risse das nun mal leider tun. So, das war's für heute von mir und von dieser coolen Rustler 42. Eine echte Blauwasserjacht, die ihr auch heute noch genau so kaufen könnt. Mich würde jetzt ja interessieren, was wäre denn euer Favorit für eine Weltumsegelung? Habt ihr ein spezielles Boot, wo ihr denkt so, oh, das würde ich mir gerne kaufen? Dann freue ich mich auf euren Kommentar. Und wie immer, wenn ihr Hilfe braucht bei der Bootssuche, dann schaut mal unter www.bootskaufberatung.de. Also in diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.